Wie funktionieren die Aufgabenverteilung, Arbeitszeitenmanagement oder die Dokumentation in Branchen wie dem Facility Management oder dem Catering? Ich bin Inga von S&S Softwarepartner und heute erklärt uns Klaus Knoops, wie das Service Management mit cloudbasierten Lösungen vereinfacht werden kann. Hallo Klaus und hallo Dirk. Hallo, wer bist du? Ich bin der Klaus Knoops. Du bist der Klaus. Grüße. Wir kennen uns aber schon lange, denke ich. Ja, wir kennen uns schon länger, das ist ein bisschen... ich wusste auch, dass er Klaus heißt. Klaus, was machst du? Ich bin Partner von Haufe, Ja. X360. Ja. Und daher als KVP bin ich als Partner da. Und wir sind auch als Fentu ISV. Ja, das heißt, du bist jetzt hier auf dem Haufe X360 Summit und implementierst so wie wir ja auch ganz normal X360 bei Unternehmen. Genau. Und du hast aber eine Spezialität und ein Segment, was du mit diesem Fentu abdeckst. Genau. Und was ist das für eine Zielgruppe? Wen bedienst du damit? Also wir haben hauptsächlich Bau und Baunebengewerbe, Ja. das Thema Facility Management, Catering, alles was irgendwo mit einer Auslieferung, mit einem Service, mit einer Montage, mit einer Wartung zu tun hat oder mit Rücknahme Ja. von Geräten, Ja. Benutzung von Tools, Wartung von Maschinen, solche Sachen. Ja. Das machen Ja. wir mit der Fento FSM. Man könnte ja auch auf die Idee kommen zu sagen, ich benutze die App von Haufe X360. Ja. Wir reden hier natürlich aber auch von Mitarbeitern häufig, sagen wir, die sehr niedrigschwellig, was die Bedienungskomplexität angeht, Also die Haufe App angesprochen werden müssen. Ne? als FSM ist ja gut erstmal, also die funktioniert. Ja. Nur man muss ja immer den Vergleich machen, zum Beispiel SAP hat auch ein CRM. Ja. Trotzdem nutzt die SAP-Welt, auch wenn die ein ERP von SAP haben, Die arbeiten mit Salesforce, ne? die arbeiten mit Salesforce Ja. oder HubSpot. Das heißt, es ist nicht nur immer das Beste im Haus, je nachdem, was man damit Ja. machen will. Sobald es komplexer wird, Offline-Versionen, hat das schon ein bisschen Probleme. Das heißt, Fentu ist ja auf der einen Seite zur Steuerung von solchen Genau, Serviceverträgen, Serviceverpflichtungen, SLAs, genau. die ich damit abbilde. Und auf der anderen Seite ist sozusagen die Seite, die wir als Unternehmen sehen. Und dann haben wir die Seite Mitarbeiter, der zum Beispiel sagt, so, ich habe jetzt gerade das Zimmer 290 sauber gemacht, Genau. hakt da kurz aus, was ich gemacht habe, Mach Handtücher vielleicht sogar gewechselt. ein Foto und sag, ist alles Ja. so, wie es sein soll. So. Ne? Wir kennen das aus unterschiedlichen Bereichen. Rund um Airbnb, am Flughafen, überall kennen wir solche Service-Level. Also Sportclubs, Ja. die haben Solaranlagen, die müssen Wasserdruck, Fenster zu offen, Ja. ja oder nein, ist der Feuerlöscher in Ordnung, ist Ja. es nicht abgelaufen und so weiter. Die haben also Routine-Checks, die sie Ja. machen, und diese Routine-Checks haben wir im Endeffekt in so eine gewisse Wizards und Checklisten Ja. auch gesehen, und dann wird vom Prinzip her periodisch, einmal die Woche wird das gecheckt, einmal am Tag wird das gecheckt oder vielleicht sogar das Badezimmer Ja. 5-mal am Tag wird Ja. gecheckt, ob es sauber ist, ob Klopapier da ist und so weiter und so fort. Ja. Und diese Checks kann man alles mit unserem FSM machen. Und das heißt, ihr dokumentiert das auch alles, weil derjenige, für den wir diese Leistung erbringen oder für den so ein FM, also Facility Manager zum Beispiel die Dienstleistung erbringt, der macht das ja häufig für Dritte. Der muss dann ja auch nachweisen, was ist wie häufig gemacht worden, wie viel Zeit ist aufgewendet worden, wie viele Personen waren wie lange vor Ort und haben diese Dinge gemacht. Und sind die Service-Level denn überhaupt eingehalten? Das will der ja auch überprüfen, ne? Genau, also wir haben vom Prinzip her auch noch eine App für freie Mitarbeiter Ja. oder für Mitarbeiter, die Niedriglohnbeschäftigte sind vom Ja. Prinzip her. Die haben dann auf Geopunkt, die haben also Ja. auf ihrem Handy eine App, Ja. klicken drauf und sagen, ich fange jetzt an zu arbeiten, Ja. kriegen dann runtergeladen, was ihre Arbeit heute ist. Ja. Und wenn sie dann fertig sind, dokumentieren sie, dass sie fertig waren, klicken wieder aus und dann geht das Zeitmanagement ans ERP und Ja. auch die Dokumentation, was gemacht worden ist. Die ganzen Aufwände, alles dokumentiert. Komplett. Ja, also was sollst du mitnehmen? Du sollst mitnehmen, Haufe X360 in Verbindung mit Fentu kann Service Management. Absolut. Ne? Und zwar jedes So. Service. International. Weltweit. Ja. Alles in der Cloud bei uns, auch komplett. Ja. Und normalerweise ist es auch so, dass wir gemeinsam mit den Kollegen dann euch das anbieten und euch das erklären und konzipieren. Du machst das ja meistens mit dem Tom von uns.
Tom oder Olaf ist dabei. Mit dem haben wir jetzt gerade ein Projekt mit Olaf. Tom hat mir gerade hier heute wieder ein Projekt rübergebracht. Ja. Und da bieten wir das gemeinschaftlich an. Das heißt, wir bieten euch an, ihr bietet das dem Kunden an und ihr verrechnet das mit dem Kunden und bezahlt dann an uns. Ihr betreibt das ja auch bei euch im eigenen Rechenzentrum, ne? Genau. Ja. Also, wenn ihr Fragen dazu habt, Tom und Olaf sind die Experten bei uns. Genau. Klaus holen wir dann bei der Implementierung zusammen. Und ansonsten freuen wir uns auf eure Fragen, auf euer Feedback. Und dann danke für eure Zeit. Ne? Könnt ihr gerne auch auf www.fento.io auch mal weiteres drüber lesen. Da gibt es auch sehr viele Dokumentationen, Videos, wie sowas geht, was man da alles machen kann. Auf YouTube. Danke, Klaus. Ich danke dir auch. Ne? Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Gute, ciao. Ganz vielen lieben Dank, Klaus, für diese Einblicke. Falls du jetzt Fragen haben solltest rund um HVX 360 oder auch zur Lösung von Klaus, dann komm gerne auf uns zu. Unsere Kontaktdaten und auch die von Fento findest du unten in der Beschreibung zum Video. Bis zum nächsten Mal.